Der 10. Dezember 2023 begann in der Stadt Mlang in der Provinz Cotabato auf den Philippinen wie ein gewöhnlicher Freitag. In der Ban Elementary School herrschte reges Treiben. Lehrer bereiteten ihre Klassen für die letzten Unterrichtsstunden vor, Schüler eilten durch die Gänge und aus den Klassenräumen drangen gedämpfte Stimmen sowie das Kratzen von Kreide auf Tafeln. Unter ihnen befand sich auch der 48-jährige Lehrer Cruz Marguat, ein Mann, der in der Gemeinde für seine Geduld und seine ruhige, zugewandte Art bekannt war. Er arbeitete an diesem Tag nicht in seinem Klassenzimmer, sondern half bei Renovierungsarbeiten am Schulgebäude. Seine Frau Lovella, ebenfalls Lehrerin, war dienstlich unterwegs und wollte erst später am Nachmittag zurückkehren. Das Ehepaar Marguat war in der Stadt angesehen, nicht nur wegen ihrer Arbeit, sondern auch wegen ihres Engagements für Kinder. Neben ihren beiden leiblichen Kindern, der 18-jährigen Gwyn und dem 16-jährigen Louis, hatten sie im Juli 2021 ein weiteres Mädchen aufgenommen, die 16-jährige Janice Sebial Emuelin, die aus Kidapawan stammte und über kirchliche Kontakte in die Familie gekommen war. Für die Marguats war es selbstverständlich, jemandem in Not zu helfen, und für Gwyn war Sebial mehr als nur eine Adoptivschwester. Sie war eine Freundin, für die sie sich stark gemacht hatte. Gegen 14 Uhr vibrierte das Mobiltelefon von Cruz in seiner Hosentasche. Auf dem Display erschien der Name eines Nachbarn. Die Stimme am anderen Ende klang angespannt. Der Mann berichtete, dass er beim Vorbeigehen am Haus der Marguats etwas Seltsames bemerkt habe, was er nicht eindeutig erklären konnte, und die Eingangstür wirkte unverschlossen. Er war nicht hineingegangen, aber die Situation erschien ihm beunruhigend genug, um Cruz sofort zu informieren. Cruz fühlte, wie sich sein Magen zusammenzog. Noch während er sprach, wuchs in ihm ein drängendes Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Er legte sofort auf und rief seine Frau an, die sich auf dem Heimweg befand. Seine Worte waren knapp, fast befehlend. Sie solle so schnell wie möglich nach Hause kommen. Ohne weitere Erklärungen legte er das Handy aus der Hand, verließ das Schulgelände und stieg auf sein Motorrad. Der Weg nach Hause kam ihm an diesem Tag länger vor als sonst. Das vertraute Bild der Straßen, der Marktstände und spielenden Kinder am Straßenrand wirkte plötzlich fremd, als hätte sich in der Zwischenzeit eine unsichtbare Kluft zwischen Normalität und drohender Katastrophe aufgetan. Nach etwa einer Viertelstunde bog er in die Straße ein, in der sein Haus stand. Es war ungewöhnlich still. Keine Stimmen, keine Musik, kein Hundebellen in der Nachbarschaft. Als er sich dem Haus näherte, beschleunigte sich sein Herzschlag. Er rief nach seinen Kindern, zuerst laut, dann lauter, aber es kam keine Antwort. Er ging um das Haus herum zur Hintertür. Der Schlüssel steckte und mit zitternden Fingern drehte er ihn im Schloss herum. Als sich die Tür öffnete, umfing ihn eine bedrückende Stille. Nur im Hintergrund war ein Summen zu hören, das von einem laufenden Gerät stammte. Vorsichtig trat er ein, schaute in jede Ecke, als er den Flur entlang ging. Er rief erneut die Namen seiner Kinder, diesmal leiser, als würde er befürchten, eine unbekannte Gefahr auf sich aufmerksam zu machen. Das Erdgeschoss wirkte auf den ersten Blick verlassen, doch das Gefühl, dass etwas Schreckliches geschehen war, verstärkte sich mit jedem Schritt. Im Wohnzimmer blieb er stehen, und sein Blick fiel auf seine Tochter Gwyn, die reglos am Boden lag, in eine Decke gewickelt. Cruz kniete sich neben seine Tochter, unfähig, den Blick von ihrem reglosen Körper zu lösen. Mit beiden Händen griff er die Decke und zog sie vorsichtig zurück. Der Anblick ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Gwyns Gesicht war gezeichnet von dunklen Blutergüssen, ihr Haar verklebt, ihr Körper wies insgesamt 32 Stichwunden auf, vor allem im Oberkörper- und Halsbereich, Spuren eines erbarmungslosen Angriffs, der keine Überlebenschance ließ. Ihre Augen waren geschlossen, der Ausdruck erstarrt, als hätte sie in den letzten Momenten ihres Lebens gekämpft und verloren. Neben ihr lag ein zerbrochenes Handy, das Glas gesplittert, der Bildschirm schwarz. Es war Gwyns Telefon. In unmittelbarer Nähe war ein Stuhl umgestürzt und am Boden waren verschmierte Blutspuren, die in verschiedene Richtungen führten. Die Unordnung sprach von einem Kampf, von Chaos, das sich in Sekunden entfaltet hatte. Cruz zwang sich aufzustehen. Jeder Muskel in seinem Körper schrie danach, einfach neben seiner Tochter liegen zu bleiben, doch irgendwo im Haus konnte noch jemand sein. Sein Sohn, Louis oder Sebial.
Er rief erneut ihren Namen, diesmal mit einer Stimme, die zwischen Panik und Verzweiflung schwankte. Im oberen Flur führte eine Blutspur zu einem Schlafzimmer. Die Tür stand angelehnt, und durch den Spalt drang der Geruch von Eisen und kaltem Schweiß. Er stieß die Tür auf und erstarrte. Auf dem Boden, neben dem Bett, lag Louis. Sein T-Shirt war an mehreren Stellen zerrissen, Blut rann aus mehreren schweren Kopfverletzungen, verursacht durch wiederholte Schläge mit verschiedenen Gegenständen. Seine Hände waren vor dem Körper gefesselt, ein Knebel drückte ihm den Mund zu. Das Gesicht war von Blutergüssen und Schwellungen gezeichnet, die Spuren brutaler Gewalt. Cruz kniete sich zu seinem Sohn, riss den Knebel heraus und schnitt die Fesseln durch. Doch es war zu spät. Louis reagierte nicht mehr, sein Körper war bereits vom brutalen Angriff gezeichnet. Die grausame Gewissheit traf ihn wie ein Schlag. Beide Kinder waren tot. Mit bebenden Händen griff er nach seinem Telefon und wählte den Notruf. Seine Stimme überschlug sich, als er dem Beamten am anderen Ende schilderte, dass seine beiden Kinder ermordet worden waren. Der Leitstellendisponent versprach, sofort eine Einheit zu schicken und wies ihn an, das Haus nicht zu verlassen und auf die Polizei zu warten. Doch der Instinkt, der ihn all die Jahre als Vater geleitet hatte, trieb ihn dazu, trotzdem durch das Haus zu gehen. Er öffnete Türen, warf flüchtige Blicke in die Zimmer, das Esszimmer, die Küche, das Gästezimmer. Überall Spuren von Gewalt. Ein zerbrochenes Glas auf dem Boden, ein umgestürzter Stuhl, Blutflecken an der Wand, wie gespritzte Tropfen eingefroren in der Bewegung. Nur wenige Minuten später durchbrach das Heulen einer Sirene die gespenstische Stille der Straße. Vor dem Haus der Marquards hielten mehrere Polizeifahrzeuge und ein Krankenwagen. Uniformierte Beamte stürmten ins Gebäude, während Sanitäter sofort zu den Kindern eilten. Doch schnell war klar, für Louis und Gwyn kam jede Hilfe zu spät. Die Beamten sperrten das Haus ab, begannen den Tatort zu sichern und wiesen Cruz an, sich in die Küche zurückzuziehen. Draußen hatten sich bereits Nachbarn versammelt. Ihre Stimmen klangen gedämpft, von Entsetzen und Unglauben geprägt. Cruz wurde in die Küche geführt, während einer der Polizisten mit ernster Miene den Tatort absperrte. Er konnte hören, wie einer der Beamten in sein Funkgerät sprach. 2 Tote bestätigt. Tatort sichern, mögliche Verdächtige noch unbekannt. Als er aus dem Küchenfenster sah, bemerkte er, dass sich immer mehr Nachbarn vor dem Haus versammelt hatten. Flüsternde Stimmen, entsetzte Blicke. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Niemand wollte glauben, dass in diesem friedlichen Viertel solch ein Blutbad angerichtet worden war. Währenddessen durchkämmten Polizisten den Garten und die nähere Umgebung. Drinnen begannen Kriminaltechniker, jeden Quadratzentimeter zu dokumentieren. Sie fotografierten den Flur, die Blutspur auf der Treppe, das Schlafzimmer, in dem Louis gefunden worden war. Der Leichnam von Gwyn wurde behutsam abgedeckt, bevor er, wie kurz darauf auch Louis, in einen schwarzen Plastiksack gelegt wurde. Das dumpfe Geräusch der sich schließenden Reißverschlüsse schnitt Cruz ins Herz. 2 Geräusche, die sich unauslöschlich einprägen sollten. Ein Kriminalbeamter setzte sich ihm gegenüber. Sein Ton war ruhig, aber direkt. »Herr Marquardt, wir müssen alles wissen. Wer war heute im Haus? Gab es Streitigkeiten? Gab es Probleme mit Cebial?« Cruz schüttelte den Kopf, seine Gedanken wie in Nebel gehüllt. Während die Ermittler das Haus sicherten, trat Cebial als Opfer auf. Sie erklärte den Beamten, maskierte Männer seien eingedrungen und hätten die Geschwister angegriffen, während sie sich im Badezimmer versteckt habe. Diese Darstellung führte zunächst dazu, dass sie als Zeugin behandelt und geschützt wurde. Doch schon bald fielen den Ermittlern Widersprüche in ihrer Aussage und in ihrem Verhalten auf. Es gab keine Spuren von gewaltsamem Eindringen und ihre Aktivitäten in den sozialen Medien verstärkten die Zweifel. Cebial hat auf Facebook einen Hilferuf veröffentlicht, der aber erst nach dem Tatzeitpunkt gepostet worden war. Währenddessen dokumentierten die Kriminaltechniker jede Spur im Haus. Blutstropfen, Fingerabdrücke, Fußabdrücke sowie die Tatwaffen, darunter ein Messer, ein Hammer, ein Baseballschläger und eine Machete. Schon die ersten Analysen deuteten darauf hin, dass der Angriff plötzlich und mit extremer Gewalt durchgeführt worden war. Parallel dazu tauchten erste Hinweise auf Cebials Hintergrund auf.
Sie war erst 16 Jahre alt, seit rund 8 Monaten bei den Marquards. Vorher hatte sie in verschiedenen Pflegefamilien gelebt, nachdem sie als Kleinkind aus ihrer Ursprungsfamilie herausgenommen worden war. Die Akten zeichneten das Bild eines schwierigen Lebenswegs: Vernachlässigung, Missbrauch, häufige Umzüge, häufiges Schuleschwänzen. Lehrer aus ihrer letzten Schule beschrieben sie als ruhig, verschlossen, aber intelligent. Sie sei selten in Konflikte geraten, habe sich jedoch immer von Gleichaltrigen ferngehalten. Eine Sozialarbeiterin, die sie vor dem Umzug zu den Marquards betreut hatte, erinnerte sich an einen innerlich zerrissenen Menschen, der Nähe sucht, aber Angst davor hat. Die Ermittler begannen zu spekulieren, ob es in den letzten Wochen Spannungen im Haus gegeben hatte. Cruz bestätigte, dass es kleinere Konflikte gegeben habe, typische Reibereien zwischen Teenagern. Doch nichts habe darauf hingedeutet, dass Sebiol zu tödlicher Gewalt fähig sein könnte. Währenddessen analysierte die Spurensicherung das sichergestellte Messer. Es gehörte zum Küchenset der Marquards. Die Fingerabdrücke und Blutspuren waren eindeutig. Gwyn und Louis als Opfer, Sebiol als einzige weitere Person, deren DNA an der Waffe gefunden wurde. Am frühen Morgen saßen die Ermittler erneut Sebiol gegenüber. Diesmal legten sie ihr die Fotos vom Tatort vor, in der Hoffnung, eine Reaktion zu provozieren. Doch sie starrte nur auf die Bilder, ohne den Blick zu senken, als wären es Aufnahmen aus einem fremden Leben. Keine Tränen, keine sichtbare Reue, nur dieses unbewegte Gesicht, das die Ermittler zunehmend ratlos machte. Die Frage nach dem Warum begann nun, den gesamten Ermittlungsraum zu beherrschen. Für die Polizei war der Fall auf den ersten Blick eindeutig. Ein junges Mädchen hatte 2 Pflegegeschwister mit einem Küchenmesser attackiert. Die Spuren, die Tatwaffe, die Verletzungen, alles passte. Doch was fehlte, war das Motiv. Psychologen, die von der Staatsanwaltschaft hinzugezogen wurden, begannen sofort mit einer Verhaltensanalyse. Sie sichteten Schulunterlagen, sprachen mit früheren Betreuern und durchforsteten Sebiols Social-Media-Profile. Auffällig war, dass ihre Online-Aktivitäten in den Wochen vor der Tat abgenommen hatten. Dafür ließen aber die wenigen Beiträge, die sie postete, eine düstere Stimmung erkennen. Zitate über Verrat, Einsamkeit und das Gefühl, nie wirklich irgendwo dazuzugehören. Eine Theorie, die bald Gestalt annahm, lautete, dass Sebiol sich zunehmend isoliert gefühlt hatte. Die Marquards waren eine enge, harmonische Familie, und auch wenn sie offiziell Teil davon war, blieb sie in ihrer Wahrnehmung eine Außenseiterin. Gwyn, die ältere Schwester, war beliebt, sportlich und selbstbewusst. Eigenschaften, die Sebiol vielleicht als ständige Erinnerung an das empfand, was sie selbst nie gehabt hatte. Cruz erinnerte sich an einen Vorfall 2 Wochen vor der Tat. Sebiol war nach der Schule ungewöhnlich spät nach Hause gekommen und hatte den Rest des Abends kaum gesprochen. Später hat er gehört, wie Gwyn und Sebiol leise, aber angespannt stritten. Worum es ging, erfuhr er nicht. Diese Erinnerung fügte sich für die Ermittler in ein Bild, das weniger wie eine langfristig geplante Tat, sondern eher wie ein plötzlicher Ausbruch wirkte. Auch der Zustand des Hauses deutete auf einen plötzlichen Ausbruch hin, nicht auf eine geplante Tat. Es gab keine Spuren von Vorbereitungen, keine Hinweise auf heimlich versteckte Waffen oder Drohbriefe. Alles wies darauf hin, dass der Angriff in einem Moment extremer emotionaler Eskalation geschah. Für die Ermittler blieb eine erschreckende Tatsache. Es handelte sich um eine Tat aus nächster Nähe, in einem Raum, der eigentlich Sicherheit bieten sollte. Die Kombination aus jugendlichem Alter, Brutalität und dem Fehlen eines klaren Motivs ließ diesen Fall in einer besonders düsteren Kategorie erscheinen. Als Sebiol schließlich offiziell des Mordes angeklagt wurde, stellte sich die Frage, wie das Justizsystem mit einer so jungen Täterin umgehen sollte. Doch bevor ein Gericht darüber entscheiden konnte, mussten die Ermittler noch tiefer in ihre Vergangenheit eintauchen, in der Hoffnung, den Moment zu finden, an dem aus einem verletzten Mädchen eine Mörderin wurde. Der offizielle Haftbefehl gegen Sebiol wurde nur wenige Tage nach der Tat ausgestellt. Aufgrund ihres Alters handelte es sich um ein heikles juristisches Verfahren. Sie war mit 16 Jahren zwar strafmündig, doch die Frage, ob sie als Jugendliche oder als Erwachsene angeklagt werden sollte, war schwer zu entscheiden. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass die Schwere und Grausamkeit der Tat eine Verhandlung vor einem Erwachsenenstrafgericht rechtfertigten.
Währenddessen wurden die Einzelheiten des Falls öffentlich und die Reaktionen in der Gemeinde von Melang, North Cotabato, schwankten zwischen Entsetzen und Unglauben. In den sozialen Medien wurde schnell eine hitzige Debatte entfacht. Einige forderten harte Strafen, ungeachtet von Sebials Alter. Andere verwiesen auf ihre schwierige Kindheit und betonten, dass sie selbst ein Opfer sei. Ein Opfer von Vernachlässigung, Missbrauch und einem System, das sie von einer Pflegefamilie zur nächsten geschickt hatte, ohne ihr je ein stabiles Zuhause zu bieten. Während Sebial in Untersuchungshaft saß, ordnete das Gericht psychiatrische Gutachten an. Die Experten beschrieben sie als emotional distanziert, mit tief verwurzelten Gefühlen der Ablehnung und einem ausgeprägten Misstrauen gegenüber Autoritäten. Hinweise auf psychotische Störungen fanden sie nicht, wohl aber auf eine mögliche posttraumatische Belastungsstörung. Die Beerdigung von Gwyn wurde zu einem stillen, aber zutiefst bewegenden Ereignis. Freunde, Mitschüler und Lehrer standen Schulter an Schulter mit der Familie. Viele hielten weiße Blumen in den Händen. Monate später begann der Prozess. Die Anklage zeichnete das Bild einer geplanten Tat, motiviert durch Eifersucht, verletzten Stolz und tief verwurzelten Groll gegenüber den leiblichen Geschwistern. Am 16. Dezember 2021 gestand Sebial schließlich, die Morde aus Neid und Kränkung geplant zu haben. Dabei nannte sie auch einen angeblichen Mithelfer: Esmeraldo Cañedo Jr., einen ebenfalls minderjährigen Messdiener. Obwohl beide Verdächtigen minderjährig waren, stellte das Gericht fest, dass Sebial mit voller Einsicht in die Tragweite und Folgen ihrer Handlungen gehandelt hatte. Ein juristischer Maßstab auf den Philippinen, der es ermöglicht, Minderjährige unter dem Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act Nummer 93444, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Dasselbe Urteil traf auch auf ihren Mittäter zu. Am 17. Mai 2021 fällte die 16. Kammer des Regionalgerichts in Cabazán, Cotabato, unter Vorsitz von Richter Alandrex Betoya das Urteil, schuldig des Doppelmordes an Gwyn und Louis Maguat. Janice Sebial Emuelain wurde zu einer unbestimmten Haftstrafe zwischen 18 und 32 Jahren verurteilt. Das Gericht betonte die besondere Schwere der Schuld und die planvolle Ausführung der Tat sowie den Verrat innerhalb der eigenen Familie. Ihr Mitangeklagter erhielt dieselbe Strafe. Beide wurden dem Ministerium für Soziales und Entwicklung überstellt, um im Rahmen spezieller Programme für jugendliche Straftäter untergebracht und rehabilitiert zu werden. Der Fall löste in der Öffentlichkeit Empörung und einen Sturm der Anteilnahme aus. Auf philippinischen Social-Media-Plattformen verbreitete sich der Hashtag Justice for Maguat Siblings rasant. Viele Nutzer, lokale Politiker und Gemeindeführer bekundeten ihr Beileid gegenüber den trauernden Eltern und äußerten Sorgen über die Risiken inoffizieller Adoptionen sowie die Schwächen der Kinderschutzsysteme. Im Mai 2025 widmete die langjährige philippinische Dramaserie Maalala Mo Kaya, ABS-CBN, dem Fall einen zweiteiligen Episodenblock unter dem Titel Silent House. In den Hauptrollen waren Dimples Romana als Lovella Maguat, Joan Bascon als Cruz Maguat, Miguel Vergara sowie Karina Bautista zu sehen. Die Episoden konzentrierten sich auf die emotionalen und psychologischen Auswirkungen der Tragödie auf die Familie Maguat und warben für mehr Bewusstsein in Fragen von familiärem Vertrauen, Trauer und Vergebung. Trotz positiver Kritiken veröffentlichte ABS-CBN eine Stellungnahme, in der auf die Bedenken der Community hingewiesen wurde, dass die Darstellung möglicherweise schädliche Stereotype über adoptierte und Pflegekinder verstärken könnte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.